Hallo ihr Lieben, Kosmetika on Tour. Kosmetika on Tour heißt, fliegen wir eben schnell nach Edinburgh. War schon mal jemand von euch in Edinburgh? Edinburgh? Ich auch nicht. Also, let's go! Der erste Schritt ist geschafft. Nach Mega-Staus und Mega-Dränglern, ja, sind wir dann auch endlich angekommen am Flughafen. Jetzt nur noch Check-in, Boarding, aber Frühstücken wäre nicht schlecht. So, das ist ja mal spannend. Ich fliege ja, Schottland, Edinburgh. Und da musste man tatsächlich durch die Passkontrolle. Und ich war ein bisschen irritiert. Und dann habe ich diesen netten Zollbeamten gefragt, warum das denn so ist. Und er sagt, naja, EU heißt nicht freies Reisen. Also in Anführungsstrichen, sondern das Zauberwort ist da tatsächlich Schengener Abkommen. Und die Briten haben dieses Schengener Abkommen nicht unterschrieben und deswegen gibt es eine Passkontrolle. Schon mal was dazugelernt. Ladies and gentlemen, welcome to Edinburgh Airport. So, gut angekommen in Edinburgh. Ich habe vergessen, den zweiten Akku in den Koffer zu packen für meine GoPro. Muss halt mal wieder das Handy herhalten, auch nicht so schlimm, kennen wir ja schon. Ja, ich sitze jetzt in dem Airlink Bus 100 und dann geht es bis zu irgendeiner Wayfay Bridge, aber er sagte, das ist die letzte Station, ich soll mal ganz entspannt sein. Vorteil, hier gibt es tatsächlich irgendwie eine Steckdose zum Laden. Hotel ist gefunden, Hotel ist super, bis jetzt, Zimmer ist leider noch nicht fertig, aber so einen netten Hinterhof hier. Also es sieht gar nicht aus wie ein Hinterhof, es ist ganz nett gestaltet hier. Als erstes machen wir die Majestic Tour. Majestic Tour ist die größte Tour und dann gibt es so ein Ticket hier. Ja, so. Da kann man alle 3 großen Rundfahrten mitmachen und es sind alles
Hop-on, Hop-off-Touren. Das heißt, ihr könnt irgendwo rein oder rausgehen. Und das Witzige ist, ihr bekommt sogar ein Headphone, also Kopfhörer. Ihr bekommt Kopfhörer und die könnt ihr hier vorne in so kleine Apparate einstecken und dann könnt ihr die Lautstärke ändern. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir doch mal, was die Fahrt so bringt. So, City Sightseeing Tour, zweite Bustour. Wollen wir gucken, was es bringt. Erste war schon Super Majestic, jetzt City. So, die letzte Sightseeing-Tour, diesmal mit Live Guide. Da müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, aber das wird schon funktionieren. Ring the bell, and that way Pete can pull in and let you off. And I must say, some of those stops are some of the main attractions you'll find in Edinburgh. Stop number 3 for those of you perhaps going to the Palace of Holyrood House, and stop number 10 for those of you pottering up to the castle this evening. Although I must say, the last entry to the castle is at 4 p.m. Also, alle 3 Bustouren super, wobei ich fand die am schönsten mit dem Live Guide. Er hat auch gesagt, jeder erzählt immer ein bisschen was anderes. Das war die schönste von allen. Man könnte es noch upgraden mit 10 Pfund, glaube ich, um noch diese 3 Bridges, also die 3 Brückentour mit dem Übersetzen zu machen. Aber das machen wir dann nächstes Mal oder wenn Hochsommer ist.
So, auf zum ältesten Kaufhaus angeblich in Schottland, Janus. Wollen wir mal gucken, was da so gibt. Ja, das war der Knaller. Ich habe mich gleich mal ein bisschen verlaufen in dem Kaufhaus, weil es geht erst vorne. Dann geht es über diese witzige, wie heißt es, Wintergarten. Und dann gibt es noch so ein Hinterhaus in Elfhorn. Aber wir haben das gut hinbekommen. Echt, da kann man mal hingehen. Witzige Sachen, alles da. Bestimmt einen kleinen Blick wert. So, mal was Witziges über Edinburgh. Edinburgh war zuerst nur flach gebaut in diesen Mauern, also in den Stadtmauern. Und irgendwann hat man gesagt, so, man braucht Platz. Um Platz zu brauchen, hat man einfach nach oben gebaut und hat Brücken hier eingebaut. So, das heißt, man hat also auf den Häusern irgendwie Brücken gesetzt. Ja, und dadurch ist die Stadt auch, oder die alte Stadt, in die Höhe gewachsen. Hier zum Beispiel eine Auffahrt zu einer Brücke. Das Interessante ist, mein Hotel beginnt auf Ebene 4, obwohl ich gleichmäßig von der Straße in das Hotel reingehe und fahre dann auf Level 9 hoch. Warum das genauso ist, vielleicht weiß es jemand von euch und kann es mal in die Kommentare setzen. Ich finde es ziemlich witzig, dass es mit ganz vielen Brücken quer verbunden wurde. Jetzt fehlt natürlich nur noch eins, die Verwandlung mit dem Kilt. Wenn wir schon mal da sind, müssen wir auch was Festliches mitnehmen. Also ich war jetzt bei Hector Russells. Hector Russell in Edinburgh. Hector Russell's Edinburgh on the Royal Mile. Royal Mile, yes. So, On the left side when you go down. Yes, just Also wenn du outside runter the gehst, Richtung Palast ist das, glaube ich, auf der linken Seite. Eines der ältesten schottischen Schottenrock-Manufakturen. Ja, das hat auch dazu zur Folge, dass ich den nicht mitnehmen kann, sondern der Blair, McNally. der ist für alles schuld, weil der hat mich jetzt eingekleidet mit Rock, Kilt, Shoes, Socks, also Sporting. genau, Waistcoat. yes. Und das alles jetzt auch noch schnell übersetzen. Weste, Jacke, Schuhe, Socken, alles dabei. Der Kilt wird maßangefertigt und ist dann irgendwann in 6 Wochen da und für die Farbe ist er mit verantwortlich. Vielen lieben Dank. Nice to meet you. Danke. Nach dem Shoppinganfall bin ich jetzt mal so Richtung Grassmarket. Hinter mir sollen dann, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Bustour sind die Leute geköpft worden. Also hier gab es auch immer viel Abreise und Anreise und Leute geköpft. Also es war schon immer ganz viel los hier auf dem Markt. Und zum Fish and Chips essen wurde ich jetzt hierher geschickt. Schauen wir mal, ob ich jetzt endlich mal was essen gehe. Das vorhin war ja nur ein Stück Kuchen. Also man glaubt es kaum, ich habe echt vergessen zu essen heute. Hätte jetzt ein bisschen Appetit, aber es ist alles so aufregend hier. Darf ich nicht so oft hin. Nimm ihn noch ab. Wah. So, kleine Planänderung. Es wird jetzt irgendwie nicht Fish and Chips. Ich glaube, ich werde mich jetzt an das Haggis wagen. Mal gucken, was rauskommt. Kinders, Haggis. Lasst euch nichts erzählen, es ist mega lecker. Vor allem hier am Grassmarket beim White Hart Inn kann ich euch nur in Edinburgh ans Herz legen. Ja, bye.
Bevor ich zu der Verkostung gehe, hat man mir gesagt, ich sollte vielleicht doch erstmal die Tour nehmen mit dem Scotch Blended Experience. Also lasse ich mich mal überraschen, was da so passiert. Also für jeden, der nach Edinburgh kommt, für den kann ich nur die Scotch Blended Experience empfehlen. Hier wird man ein bisschen in einem Whiskyfass erst durch die Gegend gefahren und geht so ein bisschen die Geschichte der Entstehung des Whiskys durch. Man wird in den einzelnen Stationen wirklich gut unterhalten. Anschließend kommt man in einen großen Verkostungssaal, da bekommt man sogar noch ein kleines Glas mit dabei. Und wenn man die Gold Tour hat, darf man nachher noch diese 4 Whiskys aus den 4 Regionen probieren. Also der Einstieg, wenn man so gar keine Ahnung hat, wie ich finde, total witzig und total interessant. Ich weiß endlich, was ein Blended Whisky ist. Im Groben und Ganzen ist es die hohe Kunst des Mischens der 4 einzelnen Whisky-Sorten. So, ich kam jetzt doch nicht umher. Ich musste ein bisschen was für meine Schwester mitnehmen, aber... So, die erste Tour heute, Edinburgh im Untergrund. Schauen wir mal, was es wird. Nothing there. No, I know. It's a bit of anticlimactic when you come out to see it. No, he's not in there himself. It's just to show you how dark it would be for them. And it would be even darker because we get a lot of light coming in from the hallway. But what you can imagine is what I have here in my hand is the amount of light that one of those fish oil animal fat lamps would produce. You have that feeling. And she moves her hands away from her face. All he remembers is that she's very thin, very pale, she's got rotten teeth, and then she screams. This blood-curdling scream, and it's absolutely terrifying. He just closes his eyes, he's frozen stiff. Ich weiß nicht, ob man irgendwas überhaupt sehen kann von den Bildern. Also es ist very creepy, sehr spannend. Die Tour ging über den Friedhof und dann ging es in den Underground von Edinburgh. Und ich glaube, echt Daumen hoch für diese Tour, ist wirklich super. Tag Nummer 3. Was steht heute auf dem Programm? Jetzt endlich mal Fish and Chips. Fish and Chips bei Bertie's. Da, ich hoffe, man sieht es jetzt. Das habe ich von meinem Hasselt, hier von meinem, Killschneider. Der hat gesagt, also wenn ich Fish and Chips essen gehe, dann bitte hier bei Bertie's. Also gehen wir jetzt endlich mal Fish and Chips essen. Ist auch okay. Kein Frühstück, darf gleich Mittag essen. Also irgendwie fehlen mir hier die Mahlzeiten. Ja, a little bit crazy. Ich mache eine zweite Whisky-Tour. Vielleicht schmeckt es mir dann ja
besser. Diesmal eine 2-Stunden-Tour. Es ist auch nicht in diesem Museum, sondern wir treffen uns hier vor einem komischen Brunnen. Ich weiß nicht, was das Ding da zu bedeuten hat. Vielleicht weiß es jemand von euch. Schreibt es nochmal rein, warum das Ding da steht. Und dann werden wir mal gucken, was diese geführte 2-Stunden-Tour kann. Which is still stuck in here. See? Hot summer in Scotland. Die geführte Whisky-Tour ist jetzt auch zu Ende. Also es ist ganz anders als das Whisky Experience. Hier wird ein bisschen erzählt, wie das mit der Steuer ist, wie das entstanden ist. Ich wusste gar nicht, dass Whisky ganz nah an der Kosmetik ist, was ich jetzt ziemlich witzig finde. Das hat was tatsächlich mit diesem Alchemisten zu tun. Die haben dann irgendwie Parfum hergestellt und auf einmal festgestellt, huch, da kann man ja vielleicht auch trinken, und dann ist dieses Aquavit, das Lebenswasser, entstanden. Und so ist die Geschichte von diesem Whisky nachher auch irgendwie entstanden. So wurde es jetzt hier erzählt. Es war sehr lebhaft, sehr schön. Ich kann euch das nur empfehlen. Auch 3 Daumen hoch für dieses Event. Was ein super geiles Wetter. Da sagt noch mal einer, es gibt nur schlechtes Wetter in Schottland. So, am letzten Tag habe ich dann tatsächlich auch diese Seifenmanufaktur gefunden in einer kleinen Seitenstraße in der Altstadt. Also es gibt in Schottland Kilt und Stoffe und Wolle und Kaschmir und Kosmetik ist sonst überall das Gleiche. Das Einzige, was sie halt noch machen, ist die Seife. Handmade und 100% vegan und 100% aus Schottland. Letzte Aufnahme vom Edinburgh Flughafen. Ja, witzigerweise, hier ging das jetzt mal so ohne weiteres irgendwie durch. Scheint nur einseitig zu sein, das Schengen-Abkommen. Also keine Passkontrolle, kein gar nichts weiter. Oder weil ich nach Hause reise, keine Ahnung. Ja, vielleicht weiß das jemand. Zurückblickend, die 4 Tage, 5 Tage, ne? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Naja, gut, 4 Tage. Heute ist ja schon wieder Abreise. Waren total super. Ich kann das echt nur jedem empfehlen. Es ist ein schöner Ausgleich gewesen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Body Dream on Tour. Ciao.